Wie kannst du mit Währungsabsicherung deine Rendite langfristig verbessern? Wie viel Währungsabsicherung ist sinnvoll? Und wie setzen wir Währungsabsicherung als Instrument ein? Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Beim Investieren gibt es bekanntlich keine schnellen Abkürzungen. Wenn du dein Vermögen langfristig vermehren möchtest und eine attraktive Rendite über den Bankkontozins anstrebst, musst du bereit sein, dein Vermögen am Risiko von Wertschwankungen über einen längeren Zeitraum auszusetzen. Und wenn dir etwa hohe Rendite ohne Risiko verspricht, solltest du vorsichtig sein. Etwas aber, was eine gute Anlagestrategie von einer schlechten unterscheidet, ist Diversifikation. Diversifikation kostet nichts und reduziert die Wertschwankungen von deinem Portfolio, ohne dass die erwartete Rendite darunter leidet. Aus diesem Grund sollte eine gute Anlagestrategie nicht nur über viele Aktien respektive Obligationsschulden diversifiziert sein, sie sollte abhängig von deiner Risikotoleranz auf verschiedene Anlageklassen und verschiedene Industriesektoren verteilt sein. Und idealerweise ist dein Portfolio auch global in verschiedene Wirtschaftsräume investiert. Das stellt aber viele Investoren vor ein Dilemma. Weil ein global diversifiziertes Portfolio ist nicht nur der Marktschwankungen in den einzelnen lokalen Märkten ausgesetzt, sondern auch dem Fremdwährungsrisiko. Das Dilemma ist für Schweizer Investoren besonders relevant, weil der einheimische Aktienmarkt auf relativ wenige Sektoren wie Pharma und Finanzwesen konzentriert ist. Aber auch, weil der Schweizer Franken international gerne als sicherer Hafen gesehen wird und deshalb Tendenz hat, bei Krisen aufzuwerten. Und das verstärkt Wertschwankungen von ausländischen Anlagen. Aber das Gute ist, das Kursrisiko, das sich aus dem Halten von Wertschriften in Fremdwährungen ergibt, kann mit sogenanntem FX-Hedging abgesichert werden. Beispielsweise bieten einige ETF und Indexfonds auch Anteilsklassen an, die das Währungsrisiko gegen Schweizer Franken absichern. Das kostet ein bisschen etwas. Einerseits sind die Verwaltungsgebühren von währungsgesicherten ETF und Indexfonds manchmal, aber nicht immer, ein bisschen teurer. Andererseits neutralisiert man mit der Währungsabsicherung auch die Zinsdifferenz zwischen dem Schweizer Franken und dem Zinsniveau in der Fremdwährung. Dafür kompensiert die Währungsabsicherung aber auch den Wertzerfall, der einsetzt, wenn die ausländische Währung gegenüber dem Schweizer Franken an Wert verliert. Zum Beispiel, weil die Inflation im Ausland über längere Zeit höher als in der Schweiz war. Mit Währungsabsicherung kannst du also Wertschwankungen von deinem Portfolio reduzieren. Für sich allein betrachtet würde die Währungsabsicherung langfristig, je nachdem, was die wichtigsten Währungen in Zukunft machen, vermutlich ein bisschen Rendite kosten. Im Portfolio-Kontext erlaubt Währungsabsicherung aber, dieses Risikobudget effizienter einzusetzen. Das heisst, wir können mit der Währungsabsicherung einerseits das Portfolio stärker international diversifizieren und sind weniger auf Schweizer Obligationen und Schweizer Aktien beschränkt. Das ist vor allem für Anleger mit tiefer oder moderater Risikotoleranz sinnvoll. Wir können andererseits aber das Risikobudget, das jetzt durch die Währungsabsicherung frei wird, verwenden, um in deiner Anlagestrategie den Anteil von Anlageklassen mit höherem Renditepotenzial ein bisschen zu erhöhen. Der Gesamteffekt ist ein kleines Wertschwankungsrisiko und eine höhere erwartete Rendite. Kommen wir zu der Frage, sollte man alles Fremdwährungsrisiko absichern? Die moderne Portfoliotheorie hat für das eine interessante Antwort. Bei jeder Währungsschwankung gibt es eine Seite, die gewinnt und eine Seite, die verliert. Allerdings ist die Währungsrendite für den Gewinner grösser als der Verlust für den Verlierer. Verändert sich das Kursverhältnis beispielsweise von 1:1 auf 1:2, dann ist das für den Investor auf der Gewinnerseite ein Kursgewinn von 100%. Aber für den Investor auf der Verliererseite nur ein Verlust von 50% auf seinem Fremdwährungsanteil. Aufgrund dieser Asymmetrie sollte man selbst unter idealen Bedingungen nicht 100%, sondern nur etwa 70-80% vom Fremdwährungsanteil in einem global diversifizierten Aktienportfolio absichern. Weil in der Realität die Umsetzung der Währungsabsicherung aber doch auch ein bisschen etwas kostet, liegt der optimale Grad der Absicherung ein bisschen unter dem theoretisch empfohlenen Wert. Alles in allem betrachtet sehen wir, je nach Risikotoleranz, einen Absicherungsgrad von bis zu 50% vom Fremdwährungsanteil als sinnvoll. Und wie setzen wir Währungsabsicherung ein? In der Vergangenheit haben wir in unseren Anlagestrategien währungsgesicherte Anlageinstrumente nur in solidarien eingesetzt.
Währungsabsicherung wird aber immer kosteneffizienter. Mittlerweile gibt es von vielen ETF und Indexfonds währungsgesicherte Anteilsklassen, bei denen der TER nicht viel höher ist als bei einer Pendance ohne Währungsabsicherung. Darum verwenden wir neu in den Anlagestrategien, wo wir für dich auf deine Risikotoleranz optimieren, sowohl für Säule 3a als auch für deine freie Vermögensverwaltung eine Mischung von währungsgesicherten und nicht währungsgesicherten Anlageinstrumenten. Der Anteil von währungsgesicherten Anlageinstrumenten hängt natürlich auch ab von deiner Risikotoleranz. Wir möchten dich aber nicht bevormunden. Wenn du keine währungsgesicherte Anlageinstrumente in deinem Portfolio haben willst, dann findest du unter Anlagepräferenzen in deinem Dashboard einen Schalter, um FX-Hedging auszuschliessen. Wie stehst du zum Thema Währungsabsicherung? Hinterlass mir einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Und mit dem bis zum nächsten Mal.